Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich wieder der Hobbykoch und heute machen wir mal einen Rezepttest. Ich möchte heute mal Schmelzkartoffeln ausprobieren. Na, das kann ja was werden. Ja, da muss man mal sehen, was da rauskommt. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe da mal ein bisschen so im Internet rumgekramt und mal ein paar Sachen rausgesucht. Und da bin ich auf die Schmelzkartoffeln gestoßen und die werden wir heute einfach mal probieren. Was wir dazu benötigen, wie das funktioniert, zeige ich euch nach dem Intro natürlich wie immer da. Für unseren Schmelzkartoffeln-Rezepttest benötigen wir natürlich unsere Kartoffeln, ein bisschen Meersalz und dann natürlich auch ein bisschen Knoblauch, etwas Hühnerbrühe und dazu natürlich auch ein bisschen Wasser. Dann habe ich hier noch ein bisschen Bärlauch und ein paar gefriergetrocknete Salatkräuter. Dazu noch ein paar Dillspitzen und ein kleines bisschen Vegetta-Gewürz. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Butter und da kann es schon losgehen. Und da werden wir jetzt mal die Pfanne schon erhitzen und dann gebe ich da meine Butter rein. Und das Ganze lasse ich jetzt mal so ein bisschen schmelzen und in der Zwischenzeit werde ich mich schon mal um meine Kartoffeln kümmern. Ja, die Butter zerläuft schon langsam. Die lasse ich jetzt einfach hier noch so ein bisschen auf dem Herd stehen und ich wende mich jetzt wieder an meine Kartoffeln. Da sind sie, unsere Kartoffeln, frisch geschält und frisch gewaschen und die schneide ich mir jetzt hier einfach so in 1 bis 2 cm dicke Scheiben. Ich mache einfach mal weiter und so sollten die Kartoffeln dann aussehen. Und jetzt geht es schon in die heiße Butter rein. Und da gebe ich jetzt einfach meine Kartoffeln rein. Die Kartoffeln sollen nicht da drin braten, die werde ich jetzt bloß hier so ein bisschen in der Butter so ein bisschen schwenken und so ein bisschen andünsten, ganz leicht. Und dann geht die ganze Sache in meine Auflaufform. Ja, dann geht es nämlich weiter hier. Und die ganze Geschichte, die wandert jetzt hier rein. Und das werden wir jetzt hier noch so ein bisschen verteilen. Und dann geht das schon in den Backofen rein. Ja, meine Damen und Herren, der Backofen läuft im Hintergrund. Den habe ich jetzt vorgeheizt auf 250 Grad. Und da stehen jetzt auch schon meine Kartoffeln mittlerweile drin. Das wird langsam so richtig schön heiß. Genauso schön heiß wie die nächste Instagram-Kanal-Account-Vorstellung hier beim Hobbykoch. Das ist der SK Foodblogger Instagram-Account. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es sehr viele leckere Sachen. Also ich habe die Dame dann quasi eingeladen, die hatte ich angeschrieben, ob sie da Interesse dran hat, dass ich da mal den Kanal vorstelle. Und wenn auch du willst, dass ich deinen YouTube-Kanal oder auch den Instagram-Account vorstelle, dann kommentiere hier unten drunter mit Hashtag Hobbykoch Klicktipp. Und dann suche ich mir deinen Kanal aus oder auch den Instagram-Account oder auch vielleicht das Facebook-Profil. Hauptsache es gibt da was zu essen und jetzt machen wir schon weiter. Jetzt habe ich ja hier noch ein bisschen was von meiner Butter übrig. Da gebe ich einfach ein bisschen Wasser hinein und lasse das noch so ein bisschen aufkochen. Das Wasser fängt langsam an zu blubbern. Und da gebe ich jetzt schon alle meine restlichen Zutaten rein. Meine Salatkräuter, mein Vegetta-Gewürz, natürlich auch unseren Knobi, unsere Hühnerbrühe, die Dillspitzen und den Bärlauch und natürlich noch ein bisschen Salz. Und das lasse ich alles noch so ein kleines bisschen aufkochen und dann lasse ich das einfach auf der Seite stehen. Die Kartoffeln, die habe ich jetzt schon mal aus dem Herd geholt. Und die werde ich jetzt einfach mal umdrehen. Die habe ich jetzt von der einen Seite schon gebacken. Und die werde ich jetzt einfach mal wenden hier drin. So ein bisschen zumindest. Dass wir die von der anderen Seite auch noch ein bisschen anbrutzeln können. Alles erfolgreich gewendet. Und jetzt geben wir hier schon unsere heiße Brühe drüber. Und das geht jetzt alles nochmal in den Backofen. Ja, unsere Kartoffeln stehen jetzt im Backofen. Die lasse ich jetzt nochmal so für 20-25 Minuten drin, bis die ganze Flüssigkeit von unserem Bouillon da quasi so ein bisschen verkocht ist.
Und vielleicht habt ihr auch mal eine Idee, wo ihr sagt, Mensch Jörg, das könntest du doch mal ausprobieren. Das ist ein Rezept, was bei mir absolut nicht funktioniert hat. Mal schauen, ob bei jedem Hobbykoch da irgendwie was Gescheites dabei rauskommt. Schreibt mir das dann einfach mal unten in die Kommentarboxen. Ich hatte vergangenen Jahr mal einen Livestream gemacht und da hat sich eine diese Bifteki vom Grill gewünscht. Habe ich gemacht. Also wie gesagt, habt vielleicht ihr auch eine Idee, lasst es mich wissen. Schreibt da mal was rein, was ich mal probieren soll. Vielleicht habt ihr irgendwas ganz Extremes, wo man einfach mal testen kann, ob das überhaupt was ist. Ich bin da für jeden Spaß zu haben und gleich wird präsentiert. Ja, das sind jetzt unsere Schmelzkartoffeln und die werde ich doch jetzt mal probieren müssen. Jetzt frage ich doch mal kurz bei der Alexa, magst du ja auch so eine geschmolzene Kartoffel oder wie oder was? Ja klar, die sehen zum Dahinschmelzen aus. Ja, das hoffe ich auch, dass wir dann da hinschmelzen irgendwie. Aber jetzt probiere ich die erstmal und dann sage ich dir Bescheid. Da sind unsere Schmelzkartoffeln und da werde ich doch jetzt wirklich mal probieren. Zum Dahinschmelzen. Wahnsinn. Der Knoblauch und auch die Hühnerbrühe, auch die restlichen Gewürze, also die geben so richtig schön Geschmack ab. Und die Kartoffeln sind gebacken, die sind aber auch ja, irgendwie gekocht. Die sind jetzt nach 40 Minuten richtig schön durch, also die sind ganz, ganz weich. Ich denke mal, das eignet sich auch hervorragend irgendwie für Grillfleisch als Beilage. Also wie gesagt, macht das unbedingt mal nach. Die sind wirklich so richtig butterweich und der Geschmack perfekt. Besser die Bratkartoffeln oder die irgendwelche anderen Pellkartoffeln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mal unten was in die Kommentarbox rein. Teilt die Videos und ja, haut auf die Glocke, abonniert den Kanal hier unten. Bis zum nächsten Mal in eurer kulinarischen Show beim Hobbykoch. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.